Hallo Leute, da bin ich wieder. So fange ich ja meistens immer an. Jetzt natürlich auch auf diesem Kochschule OE-Kanal. Heute unser Thema: Wie schlage ich ein Ei auf oder beziehungsweise was mache ich mit einem Ei? Leute, ihr werdet es nicht glauben, mit einem einzigen Ei könnt ihr so viele Varianten an Essen machen, das glaubt ihr gar nicht. Und das versuche ich euch jetzt mal vorzustellen, zu kochen, dass ihr es nachkochen könnt. Ihr müsst euch das so vorstellen: Ihr seid noch jung, ihr seid noch nicht erfahren, ihr seid vielleicht auch schon vom Elternhaus ausgezogen und ihr habt nie aufgepasst, wenn die Mutter oder der Vater mal gekocht hat. Und ich zeige euch jetzt, was ihr mit diesem Ei alles machen könnt. Bleibt dran, Leute. So Leute, wir fangen dann gleich mal an. Ganz wichtig, eine Bratpfanne, Haftung mit Teflon, ja, damit das nichts klebt. Damit man Teflonbeschichtung eben halt nicht kaputt macht, hier entweder sowas hier, komme ich gut mit zurecht, oder ein Holzlöffel. Die Zutaten: Man kann nehmen Olivenöl, würde ich empfehlen, aber ich benutze hier Kokosöl. Dann die Gewürze, ganz wichtig, wenn ihr das guckt, Original Vegeta. Und natürlich die Eier. Bodenhaltung muss nicht unbedingt sein, so wie ihr gerne haben möchtet. Wichtig ist nur, 1.10. ist er noch gültig. Der steht aber auch meistens dann hier auch noch mal drauf. Mal gucken, wo steht's. Ja, umgekehrt, so ist besser, Herr OE. Aus den Niederlanden kommt der, ja. Und den werden wir jetzt gleich mal zu einem Spiegelei heute verarbeiten. Da wir Kochen für Anfänger machen, haben wir hier unsere Ceran-Platte, sag ich mal, Ceran-Feld. Hier sind die einzelnen Bezeichnungen. Der ist für ganz hinten, der ist hier, wo die Pfanne ist. Den brauchen wir und hier die Symbole könnt ihr ja sehen. So, den machen wir mal auf 3 und warten, was passiert. So Leute, ich mache mich mal so ein bisschen klein, damit ihr mich sehen könnt. Die Pfanne da drauf geht eigentlich ratzfatz. So ein bisschen könnt ihr sehen, Kokosöl. Wenn das nicht flutscht, einfach hier mal so, zack. Nicht hier auf den Rand hier von der Bratpfanne hauen oder so. Den tun wir mal hier vorne hin. Wie gesagt, ganz wichtig, die Beschichtung hier nicht kaputt machen. So, nachdem das ein bisschen verlaufen ist, das soll ja auch, ich habe ja noch mehrere Sachen mit euch vor, deswegen soll das ja schnell gehen. Schön so verteilen, dass überall Öl ist. So, dann nehmen wir diesen Löffel hier, nehmen das Ei, ganz wichtig, nur leicht anticken, nicht durchschlagen. Wenn man den durchschlägt, dann ist das Eigelb beschädigt und man kriegt kein Spiegelei hin. Wie gesagt, nur ganz leicht. Und dann einfach aufschlagen und zack, jawohl, ja, so sieht es dann aus, bisschen warten, jawohl, so, und dann können wir hier, ihr könnt Salz nehmen, ich nehme mal dieses Vegeta so ein bisschen drauf, ja, dass das nicht wackelt, klebt meine ich. So, zack. Könnt ihr sehen, wie das hier so hin und her schwimmt. So ein bisschen warten, 1-2 Minuten. Ihr könnt, wie gesagt, Pfeffer nehmen. Ihr könnt hier Paprika nehmen. Ich mache mal ein bisschen schärfer. So. Und fertig ist das erste Gericht. Noch ein bisschen anbraten hier so. Könnt ihr noch mal sehen. Und beim Rausholen einfach hier so. Zack. Und fertig. Guten Appetit. Das war Ei Nummer 1. So sieht das übrigens aus, wenn ihr Ei feste zugeschlagen habt, das Messer wie vorhin. Dann verläuft er. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Das habe ich mal extra für euch gemacht. So Leute, jetzt kommt Variante 2. Diesmal machen wir ein Omelett. Einmal so eine Schüssel. Ja. Zack. Ich mache alles mal nur mit einem Ei. Okay, den nehmen wir jetzt mal lieber 2.
Dafür ist die Bratpfanne zu groß. So, ganz wichtig diesmal eine Gabel und entweder Salz oder Vegeta. Ja, einfach so eine Prise. Da wird erstmal aufgeschäumt. Einfach aufschäumen. Ich glaube, das kriegt ja wohl jeder von euch hin, dass das schön so luftig ist. So, wenn man das dann gemacht hat, kommt wieder unsere Pfanne ins Spiel. Den machen wir wieder an. Wieder entweder Kokosöl oder Olivenöl. Wie gesagt, mein Favorit ist Kokosöl. So. Hier kommt meine Tochter auch noch rein. So. So, wenn wir das dann fertig haben, könnt ihr sehen, einfach so ein bisschen wieder über. Ganz wichtig ist, dass überall mit Öl ist. Und das, was wir dann so luftig geschlagen haben, einfach hier so, zack, da drauf. So, jetzt kommt unser Schaber hier ins Spiel, dass wir den dann überall so schön verteilen. Von der Mitte immer so nach außen. Bisschen warten, ungefähr so 1,5 Minuten. Ab und zu mal so bewegen, damit das hier überall backt. Wird nicht ganz einfach, das kriegt eigentlich jeder hin. Wir fangen deswegen einfach an. Das wird aber nachher schwieriger, weil wir kommen nachher noch zu richtig guten Eiergerichten. So, könnt ihr schon sehen, ja. Wegen der Teflonbeschichtung könnt ihr sehen, da brennt auch nichts an oder so. Ab und zu könnt ihr mal so gucken, wie weit das ist. Ja, ist schon fast fertig. Noch ein bisschen, bis das alles anzieht. Ich kann dieses Teller hier nehmen. Und schon ist ein Omelett fertig. Den kriegen wir dann auch hier einfach so, zack. Können wir hier noch so ein bisschen so helfen. Und fertig. Tipp Nummer 2. So Leute, wir kommen zu der dritten Variante. Und zwar hart gekochte Eier. Aber für was? Für einen Dürüm. Ihr werdet jetzt sagen, was ist das Dürüm? Hier wieder gucken. Der hier, das müsste der sein. Machen wir auf 3. Hier kommt jetzt allerdings Salz. Ja. So ein bisschen Salz rein. Wir nehmen diesmal 2 Eier. 1, 2. Gucken, nicht, dass die schon angeknackst sind oder so. Und lassen sie langsam hier rein. So, und lassen aufkochen. So, wie versprochen, erzähle ich euch jetzt, das 4. war das doch, ne? 4. Gericht, und zwar mit den hart gekochten Eiern, die habe ich schon geschält. Die eine Zwiebel, die übrig geblieben ist, die habe ich hier auch noch. Und unsere Petersilie, ganz, ganz wichtig, Leute. So, erstmal, wenn ihr so einen Eierschneider habt, natürlich kein Problem, könnt ihr damit machen. Aber ansonsten keine Angst auf Verluste. Einfach mal hier so würfelförmig. Wie gesagt, wenn ihr mehr seid, ruhig mehr Eier nehmen. Aber so viel kann ich auch nicht essen. Deswegen reicht das erstmal. So, die Eier sind klein. Dann nehmt ihr so eine Schüssel. Alles hier rein. So. Zack. Dann die Zwiebel. Diesmal nur einmal in der Mitte durch. Und dann so fein, nicht so ganz dick, ja, so fein, einfach mal so schneiden. Das wird ein leckeres Essen, Leute. Ich sag doch, mit diesen Eiern, das ist so eine Vielfalt, was man da machen kann. Ihr glaubt es gar nicht. So, auch hier rein. Ihr werdet jetzt sagen, was macht der Mehmet Ueda? Aber das schmeckt, Leute.
Jetzt die Zwiebeln einfach mal so gewaschen, vorher ganz wichtig. So zwischen die Finger nehmen und einfach mal auch so ganz leicht dran. Bis man da jetzt so einen Hacker genommen hat und gehackt hat und ist das schon längst fertig. So, einfach mal klein machen. Das kommt dann auch hier rein. So, jetzt kommen die Gewürze dran. Moment. So, da kommt Öl rein, da kommt das rein und rote Pfeffer. Olivenöl, ein bisschen, zack, einfach Augenmaß, ja, zack, nehmen wir zur Seite. Dann wieder unser Vegeta, ihr könnt auch ganz normal Salz nehmen, ja, einfach so eine Prise, vielleicht auch 1,5. So, wenn ihr scharf mögt, natürlich auch ein bisschen scharf machen. So, wenn ihr kein Scharf mögt, dann lasst ihr das eben halt sein. Jetzt noch etwas fehlt da, und zwar Zitrone. Zitrone und Essig. Machen wir mal erstmal Essig. Ganz normal Essig. Nur ein Schlückchen. Ihr werdet nicht glauben, was so ein Schlückchen hier einfach nur so zack, zack, zack ausmacht. Und Zitrone. Vorher mal so ein bisschen, damit es zack. Die Kerne raus. Hier die Körner. Die Kerne. Einfach mal hier so. So. Dann wird das Ganze hier einfach mal, warte, ich nehme einen Löffel dazu. Als ob ich Live-Sendung mache, Leute. So, dann wird das hier alles so gerührt. Die Zwiebel so ein bisschen auseinander. Ja. Guckt euch das mal an, Leute. So sieht es dann aus. Jetzt werdet ihr sagen, wie essen wir das denn? Ihr könnt es einfach entweder so direkt essen oder aber, es hieß ja Dürüm. Ja? Jetzt kommen die Fladenbrote ins Spiel. Die kennt ihr bestimmt. Tortillas heißen die. Original Wraps, nicht Tortillas, Wraps, oder manchmal heißen die auch so, oder einfach Dürüm, gibt es bei Lidl, bei Aldi, überall. Einfach mal aufmachen. So. Hier sind zum Beispiel 8 Stück drin. So sieht es aus. Ist auch schön weich. Wenn ihr wollt, könnt ihr die in der Mikrowelle ganz kurz warm machen, muss aber nicht. Dann kommt das hier einfach hier so drauf. Ja. Zack. So viel wie ihr mögt. Manche tun hier auch noch Tomaten rein. Könnt ihr machen, aber dann ist es immer so flüssig, dann fällt das immer so raus. So, ich zeige euch jetzt mal einen Moment. Da könnt ihr mal sehen, wie ein Dürüm gemacht wird. So. Den mal zur Seite. Einfach mal erstmal so rollen. Ja, dann die Seite einfach mal hier drüber, damit das alles nicht runterfällt. Und dann einfach mal so nach Gefühl rollen. Je enger, je fester, desto besser. Und so sieht dann ein Dürüm aus. Ja, ich mache mal wieder so. Zack. Und dann könnt ihr noch Ayran dazu machen und mit Ayran einfach essen. Guten Appetit, Leute! Lecker! So Leute, den Klassiker, den haben wir fast schon vergessen. Bisschen Öl hier rein. Braucht auch nicht viel. Nur ein bisschen, so dass die Pfanne so eine Schicht hat. Überall könnt ihr sehen, so richtig so verteilen. Wenn ihr das dann gemacht habt, beste Sujuk.
Einfach mal hier so, wie ihr wollt, wie viel ihr wollt. Mal hier rein. Ich mache jetzt mal 4 Stück. So. So ein bisschen anbraten. Ganz leicht nur. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch drehen. Wenn das mal irgendwann klappt. So. Bisschen anbraten. Entweder kann man das Ei direkt verrühren, verquirlen und hier drauf. Oder einfach, ich mache das immer so gerne, hier so in der Mitte, ja, einfach mal. So, sieht das nicht gut aus, Leute. Natürlich unser Vegeta darf ja nicht fehlen. So. Bisschen anbacken lassen. So, und schon habt ihr einen leckeren Sujuk. Noch ein Gericht mit Ei. So Leute, jetzt geht's mit diesen Zutaten gleich weiter. Ihr werdet sagen, was ist denn das alles? Das ist keine Blume, das ist Petersilie, Leute. Und zwar machen wir gleich Menemen. So Leute, als Zutat, da kommt rein rote Paprika, grüne Paprika und eine Zwiebel und natürlich diese Petersilie. Jetzt werdet ihr wundern, warum ist die hier in Glas? Damit sie nicht kaputt geht. Die muss auch noch gewaschen werden. So, die sind schon gewaschen. Ja, wie gesagt, bei mir, ich achte nicht darauf, ob die jetzt würfelig, eckig oder so sind. Hauptsache, es ist ein bisschen klein geschnipst und dass sie in der Pfanne nachher landen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Das hatte ich ja erwähnt. Die stören mich überhaupt nicht. Auch wenn euch das stört, könnt ihr die natürlich hier auch so machen. Aber das hält alles viel zu lange auf. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid Single und wollt das alles so schnell wie möglich essen. So, wird einfach mal alles klein gemacht. Ich mache das jetzt auch nur für eine Person beziehungsweise 2 Personen. So, damit ist der rote schon fertig. Jetzt geht es an den grünen, an den Kragen. Wie gesagt, wir sind keine echten Köche, aber wir verhungern aber auch nicht. Ja. So, das wird jetzt natürlich dann auch klein gemacht. Manchmal, wenn meine Töchter sowas essen, dann sagen, oh, das schmeckt aber besonders lecker. Was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis, Leute, hier, diese Körner, diese Sachen, das gehört ja alles noch zu der Paprika. Da passiert nichts. So, fertig. Und jetzt die Zwiebel. Einfach mal eine halbe reicht da auch schon. So, ich war eben gerade beschäftigt, was mit dem, was ihr hört. Eier sind am Kochen. Wir machen ja nebenbei noch Dürüm. Wie gesagt, einfach mal in Würfel klein schneiden. Ja, zack. So, die Zutaten haben wir schon mal. Gleich geht's weiter. So Leute, das Wichtigste sind nämlich die Tomaten. Auch wenn sie noch ein bisschen weich sind oder so, viel besser, als wenn sie ganz hart sind. Ja, die werden dann auch hier so klein geschnibbelt. Die Dinger hier, die schmeißen wir ja weg hier. Können wir hier so wegschneiden. Die Seite auch. Je mehr Tomaten, desto besser. Hier braucht ihr auch keine Angst haben, Leute. Einfach nur so klein schnibbeln.
Ich glaube, ich muss mir ein neues Messer kaufen. Aber das geht. So. Das ist jetzt ja nur zur Probe für euch. Wenn ihr zu zweit, zu dritt, zu viert seid, natürlich mehr nehmen. Aber jetzt für mich einen reicht. Den lasse ich mal weg. Kann ich für morgen für was anderes gebrauchen. So Leute, es geht hier wieder weiter. Pfanne ist schon drauf. So, ist auch schon an. Wo ist unser Öl? Unser Öl ist hier wie immer. Ich nehme ja immer Kokosöl. Ja, hier können wir ruhig ein bisschen mehr nehmen. So. Die Zutaten haben wir ja hier schon alles fertig. Ich stehe jetzt auf links, ist ein bisschen blöd, deswegen muss ich den mal so drehen. Aber ich habe sonst keine Möglichkeit, die Kamera zu positionieren. Ja, erstmal das hier so schön. So. Außer die Tomaten kann jetzt erstmal alles rein. Ja, so. Die Tomaten, die kommen zum Schluss. So. Da das ja unser erstes Tutorial oder wie das so schön heißt, ist ein bisschen alles vielleicht chaotisch. Mit den Bussen geht einfacher, habt ihr bestimmt gesehen auf dem anderen Kanal, da mache ich ja immer Busvideos. Ja. So. Das lassen wir jetzt mal hier alleine köcheln oder beziehungsweise ab und zu mal immer drehen. Mir fehlen noch Gewürze, die hole ich mal eben schnell. So, die hatte ich ja gerade auf dem anderen Tisch gehabt. So sieht's aus, schön bunt. Das Auge isst ja mit. Für das erste habe ich jetzt erstmal, wie gesagt, alles, was man mit Eier machen kann. Die anderen Videos, die werden speziell dann nur auf ein Gericht fokussiert. Weil das ist eigentlich einfach, weil jeder, komm, machen wir mal schnell Eier braten, Eier kochen, ja, Spiegelei, Rührei, alles in einem habe ich mal in einem Film zusammengepackt. Wie gesagt, bleibt dran, die anderen Videos, die werden bestimmt noch interessanter. Ich mache wirklich alle Gerichte selbst, weil ich ja 10 Jahre auch alleinerziehend mal war, mit Kindern, da musste ich sogar alleine kochen. Wie gesagt, ich habe damals, wo meine Mutter gekocht hat, immer mitgeguckt. Mein Vater übrigens, der kocht auch. Vielleicht gehen wir eines Tages mal ihn besuchen. Dann zeigt er uns mal vielleicht ein paar andere schöne Gerichte, die ich vielleicht noch nicht kenne. So, ein bisschen andünsten lassen. Das hört sich ja richtig gut an. So, wenn das dann ein bisschen angedünstet, ihr seht das ja, dass das ein bisschen nicht mehr so hart, sondern weicher geworden ist, dann könnt ihr die Tomaten hinzutun. Ihr könnt natürlich anstatt frische Tomaten auch in Dose nehmen, aber original schmeckt natürlich besser. Ja, ihr könnt auch so ein bisschen hier schon so klein weich drücken. So, dann warten wir mal, bis das alles so ein bisschen weicher geworden ist. So Leute, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Jetzt geht's los mit den Gewürzen. Wie immer unser, hatte ich ja vorhin schon erzählt, wenn ihr das vergessen habt, Vegeta. Ihr könnt aber auch ganz normal Salz nehmen. Aber hier in dem Vegeta sind zig Gewürze. Ja, ist alles schön abgeschmeckt. Das ist wirklich lecker. So, wenn ihr wollt, natürlich auch wieder Paprika, Biber. Ja, ich mag gerne scharf, könnt ihr ruhig scharf. Oder auch weglassen, wie ihr möchtet. Dann schwarze Pfeffer noch hinzu. So ein bisschen so mit Augenmaß. So, jetzt alles noch mal richtig verrühren. So, sieht doch schon mal gut aus.
Wir Türken, wir essen das auch gerne mal zum Frühstück mit Fladenbrot. Zeige ich euch gleich, wenn es gleich fertig ist. So, jetzt noch die Eier hinzu. Haben wir fast die ganze Eier hier verbraucht. Hier braucht ihr keine Angst haben. Einfach nur mal, hier können wir ein bisschen runterdrehen. So, einfach mal, zack, wie viel ihr braucht. Mal gucken, vielleicht isst meine Tochter gleich auch mit. Ich mache mal 3. Haben wir die ganze Eier hier schon fast weg. Und dann nicht einfach querbeet, einfach hier so ein bisschen mal, ja, hier so leicht verrühren. So. Und dann warten, bis es so dick wird, bis man merkt, dass das Ei gezogen hat. So, noch ein bisschen. Wenn man jetzt zu sehr da drin rumwühlt, dann ist das Ei auf einmal wie verschwunden unter den, wenn man jetzt hier so machen würde, ja, einfach hier so ein bisschen vielleicht mal so umdrehen, so ein bisschen anziehen lassen. Dann können wir gleich servieren. Restwärme ausnutzen, deswegen habe ich schon ausgestellt. Oder auch nicht, jetzt aber. Wir hatten nur kleiner gestellt. So, vielleicht noch einmal so ein bisschen hier so rühren, umdrehen, zack, nochmal verteilen. Jawohl. Läuft euch da nicht schon Wasser im Mund zusammen, Leute? Ich bin doch fies, oder? Aber das könnt ihr auch haben. Einfach so, wie ich das gekocht habe. Einfach nachkochen, Leute. So, ich mache mal Nahaufnahme, da könnt ihr sehen und dann serviere ich das mal gleich. Dann zeige ich euch, wie wir das immer gerne essen. Ihr werdet jetzt zwar lachen, aber wie gesagt, Fladenbrot habe ich mir hier schon so ein Stück hier abgemacht. Normalerweise wird das einfach mit der Pfanne zum Tisch gebracht und einfach drauf los gegessen. Könnt ihr machen, schmeckt eigentlich besser. Oder eben halt hier auf dem Teller. Und wenn es dann auf dem Teller ist oder hier in der Pfanne noch, einfach mal hier so richtig so, ja, so und ab in den Mund damit. Oh, lecker. Oh, war noch heiß. Aber lecker, Leute. Mit vollem Mund spricht man nicht, aber jetzt ist es unten. Leute, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt das Gleiche, was ich hier gekocht habe. War jetzt nichts Besonderes, nichts Berühmtes. Aber für welche, die noch nicht mal im Leben ein Ei aufgeschlagen haben, denke ich mal, ist das ein schönes Tutorial. Vielleicht wächst ja unser Kanal und es wird auch in eurem Interesse eben teilen. Ein guter Kanal, ein guter Content, den ihr dann auch vielleicht weiterempfehlt oder vielleicht auch abonniert. Und wenn euch das natürlich gefallen hat und geschmeckt hat, auch vielleicht noch ein Like. Dann würde ich mich freuen. Auf jeden Fall, ich gebe nicht nach. Ich werde noch andere Gerichte hier kochen, auch ein bisschen was schwer ist. Zum Beispiel Çiğ-Köfte und sowas alles. Mercimek-Köfte, das sagt euch jetzt im Moment nichts. Aber bleibt dran, Leute. Wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr noch viele, viele türkische Gerichte hier auf unserem Kanal sehen und nachgucken. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, euer Mehmet Oe.